Servus Leute, es ist kein großes Geheimnis, dass tief in der Hocke gehen beim Schlittschuhlaufen wahrscheinlich das allerwichtigste Schlüssel zum Erfolg bzw. Schlüssel zum Geschwindigkeit beim guten Schlittschuhlaufen ist. Nur so oft im Verein oder mit den Spielern sagen wir die Spieler, dass sie in der Hocke gehen sollen und dann sieht es so aus. Geh in die Hocke! Und dann nach und nach wird es höher nach sehr kurzer Zeit und irgendwann laufen sie wieder so. Und heute bei Marcel's Hockey School werde ich euch einige Übungen zeigen, die euch oder eure Spieler in der Hocke zwingen. Sonst klappt die Übung gar nicht. So, Übung Nummer 1. Wir fangen oft beim Powerskating an mit einfach einer Deep Glide Übung, die so ausschaut, dass wir einfach Anlauf nehmen und tief gleiten. Nur, was ist tief? Der eine läuft so, der andere ist so. Aber jetzt zeige ich euch, was wirklich tief ist. Coole Übung habe ich tatsächlich beim IAHA Camp vom Tomasz Gulda bekommen. Und wir versuchen beim Gleiten unsere Schläger in der Kniekehle einzuklemmen. Weil wenn ihr seht, wenn ich nicht tief genug gehe, fällt der Schläger runter. Wenn ich tief genug gehe, kann ich es locker einklemmen. Also probieren wir das mal aus. Und zurück. Nur wenn ich tief gehe, kann ich meinen Schläger einklemmen. Und es ist auch lustig. Es fühlt sich ein bisschen komisch an mit der Schläger in der Kniekehle, aber macht trotzdem Spaß. So, das war die erste Übung. Die zweite Übung. Wir laufen vorwärts, fangen in der Hocke an und unsere obere Hand bleibt am Schläger und bleibt die ganze Zeit am Eis und unser Kopf bleibt oben. Also werde ich versuchen, die Werbung oben anzuschauen und so zu laufen. Ich fange auch in der Hocke an. Versuche trotzdem schöne lange Schritte zu machen, meine freie Hand zu schwingen. Und warum ist es so wichtig, nach oben zu schauen? Also wenn ich das nicht mache, dann kann ich schummeln, weil ich könnte dann rein theoretisch am Boden schauen und dann schaffe ich es auch, relativ geradbeinig zu laufen. Aber aus dieser Position, ich kann meinen Kopf nicht weiter hochbringen als das. Ich kann nicht in der Kamera schauen, es geht gar nicht. Ich kann nur in der Kamera schauen, wenn ich schön nach hinten in der Hocke sitze. Zwingt eure obere Hand aufs Eis die ganze Zeit, versucht lange Schritte zu machen und in freien Hand auch schwingen lassen. Eigentlich ist jede Übung, wo man die Hand aufs Eis bringen muss, aber trotzdem nach oben schaut, eine gute Übung, um dich in der Hocke zu zwingen. Ich zeige euch eine Serie von Basic Kantenübungen, wo man das machen kann. Innenkante. Wirklich Druck mit der Hand aufs Eis. Außenkante. Transitions.
Sehr wichtig dabei, die Hüften fallen lassen, nicht mit dem Oberkörper nach unten gehen. Ein Transition-Tutorial wird sicherlich bald kommen. Das kann man auch mit einem Hip-Opener probieren. Und man kann es auch probieren, super schwierig, aber lustig, nicht der Hand aufs Eis zu bringen, sondern seinem Ellenbogen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hinschmeiße, aber ich probiere es aus. Ich bin ja sicherlich nicht der Beste in der Welt bei solchen Übungen, aber das Wichtige ist, dass wir uns alle challengen, schauen, wie weit wir kommen können. Und unsere letzte Übung, um tief zu gehen, eine sehr gute Übung für Schnellstarts, the Bear Crawl. Beide Hände so am Schläger und ich werde versuchen, wie ein Bär zu laufen. Ich zeige euch, wie das geht. Das ist schwierig und ich gebe euch aber ein paar Tipps danach dazu. So, das größte Problem, was viele Spieler und Spielerinnen machen beim Bear Crawl, ist, dass sie die Füße nicht weit genug nach vorne bringen. Das sieht so aus. Dann fallen die immer auf ihren Bauch. Sehr wichtig ist dabei, euer Fuß nach vorne zu bringen. Das ist auch sehr wichtig für einen schnellen Start. Und dann könnt ihr richtig explodieren. Super gut für den Bauch, sehr gute Übung für schnellen Start, wo man den Fuß so weit wie möglich nach vorne bringen muss. Probiert es aus. Probiert alle diese Übungen aus. Zwingt euch in der Hocke. Das ist das Allerwichtigste beim Schlittschuhlaufen. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.